Das ist eher ein Mythos. Fettabsaugung dient primär dazu, um hartnäckige Fettpolster, was durch Sport und Diät nicht zu entfernen ist, dauerhaft zu entfernen. Dabei kommt es natürlich auch zu einer gewissen Gewichtsreduktion, aber das ist nicht das primäre Ziel dieses Verfahrens. Vielmehr geht es darum, das überschüssige, hartnäckige Fett einfach dauerhaft loszuwerden. Auch das ist eher ein Mythos. Klar, nach einer Operation, nach einer Fettabsaugung wird man schon am nächsten Tag einen Unterschied sehen, aber das finale Ergebnis ist erst nach Wochen, eher nach Monaten zu erwarten. Die Aussage kann man so nicht stehen lassen. Es ist eher ein Mythos, wenn man die Frage so beantwortet. Nach einer Fettabsaugung kann es durchaus besser werden, dass die Zellulite-Situation sich bessert, aber primär zielt die Fettabsaugung nicht auf die Behandlung einer Zellulite ab, sondern vielmehr um überschüssiges Fett zu entfernen. Das Problem bei der Zellulite ist eher das erschlaffte Bindegewebe. Das ist ein Mythos. Es gibt inzwischen immer mehr Männer, die sich einer Liposuktion unterziehen. Klar, die Frauen sind in der großen Mehrzahl, die die Liposuktion durchführen lassen, aber immer mehr Männer lassen sich am Bauch, an den Oberarmen oder an den Hüften eine Fettabsaugung durchführen. Auch das ist ein Mythos. Fettabsaugung ist weltweit vielleicht die häufigste ästhetische Operation. Wenn sie so gefährlich wäre, wenn es so viele Komplikationen geben würde, könnte man diese Operation nicht so erfolgreich durchführen. Wenn alle Vorkehrungen getroffen sind, wovon wir jetzt mal ausgehen, ist die Komplikationsrate bei so einem Eingriff unter 1%. Das ist auch ein Mythos. Die Frage muss man vielleicht so beantworten: Das Fett, was abgesaugt wird, ist definitiv vom Körper weg. Das heißt, die Anzahl der Fettzellen ist definitiv reduziert. Was aber passieren kann, wenn man nicht auf Ernährung und auf Bewegung achtet, kann man wieder auch zunehmen. Das Gewicht kann wieder erhöht sein, aber bedingt dadurch, dass die verbliebenen Fettzellen nun mehr speichern können oder an anderer Stelle speichern können. Das ist ein Mythos. Eine Fettabsaugung kann nie eine gesunde Ernährung oder sportliche Betätigung ersetzen. Nach einer Fettabsaugung wird man zwar eine schön definierte Form haben, allerdings muss man auch nach einer Fettabsaugung auf Sport und Ernährung achten, um den Status quo weiterhin zu erhalten. Das ist ein Mythos, oder besser gesagt, das ist so falsch. Gerade bei der Fettabsaugung hat man so kleine Narben, dass sie später fast unsichtbar, unscheinbar sind. Das ist ja der Vorteil auch bei einer Fettabsaugung, dass man sehr narbensparsam operieren kann. Das ist ein Mythos, beziehungsweise das ist nicht korrekt so. Fettabsaugung kann man fast am gesamten Körperstamm durchführen, das heißt am Hals, an den Oberarmen, an den Hüften, am Rücken, am Bauch, an Oberschenkel, Unterschenkel. Das heißt, es gibt eigentlich keine wirkliche Einschränkung. Überall da, wo subkutanes Fett ist, kann die Liposuktion prinzipiell durchgeführt werden. Das ist eher ein Mythos, das muss man etwas weiter erklären. Nach einer Fettabsaugung ist das überschüssige Fett an der Stelle, wo man es abgesaugt hat, definitiv weg. Aber an anderer Stelle kann natürlich wieder Volumenzunahme eintreten, wenn man nicht auf die Ernährung und auch auf ausreichend Bewegung achtet. Das ist durchaus möglich, aber nach einer Fettabsaugung sollte auch auf die Ernährung weiterhin geachtet werden, sollte auch ausreichend Bewegung durchgeführt werden, damit sowas nicht eintritt. Das ist ein Mythos. Fettabsaugung ist dazu da, um überschüssiges Fettgewebe bzw. hartnäckiges Fettgewebe dauerhaft zu eliminieren. Dabei kommt es eher zu einer Hauterschlaffung. Jedoch kann es zu einer ausreichenden Retraktion der Haut kommen. Das heißt, dass die Haut sich wieder automatisch zurückzieht. Mit zunehmendem Alter wird allerdings die Retraktion schwieriger, weshalb zusätzliche Anwendungen wie beispielsweise das Renuvion hilfreich sein kann, um die erschlaffte Haut wieder zu straffen. Das ist nicht korrekt, beziehungsweise das ist ein Mythos. Die Fettabsaugung kann in jedem Alter theoretisch durchgeführt werden.
Ein Vorteil ist es sicherlich, in jungen Jahren eine Fettabsaugung durchzuführen, da in jungen Jahren die Haut sich besser danach zurückziehen kann, besser von sich aus gestrafft werden kann. Mit zunehmendem Alter wird die Retraktion, das heißt, dass die Haut sich zurückziehen kann, immer mehr eingeschränkt, sodass natürlich, wenn man die Wahl hätte, ob im jungen oder im späten Alter, eher im jungen Alter zu präferieren ist. Aber prinzipiell kann man in jedem Alter die Liposuktion durchführen. Nur muss man vielleicht mit zunehmendem Alter noch eine weitere Anwendung wie eine minimalinvasive Straffung mit einkalkulieren. Das ist auch ein Mythos, das ist nicht korrekt. Gerade die Liposuktion ist ein Verfahren, die in meiner Hand in über 90% der Fälle in Lokalanästhesie durchgeführt wird. Vollnarkose ist dann notwendig, wenn die Patienten das explizit wünschen, aus verschiedenen Gründen. Aber prinzipiell kann die Liposuktion sehr gut in Lokalanästhesie und ein bisschen Dämmerschlaf durchgeführt werden. Das ist ein Mythos. Klar, vor dem Urlaub möchte natürlich jeder perfekt aussehen, gerade jetzt zum Sommer hin. Aber die Fettabsaugung ist nur ein Teil der Behandlung, weil nach einer Fettabsaugung gibt es erstmal eine Schwellungsphase. Danach kommt es zu einer Retraktionsphase, dass die Haut sich schön wieder zusammenzieht. Erst nach mindestens 6 Wochen kann man von einem Ergebnis sprechen. Und ich denke mal, für die meisten ist es dann schon zu spät. You're filming? We still recording. Really?